Ich bin gegen die Dunkelflaute. Ich bin gegen die Dunkelflaute. Obwohl ich nicht wirklich weiß, wer daran schuld ist. Aber eine Dunkelflaute, das ist der Moment, wo weniger Sonne scheint und auch weniger Wind weht und weniger erneuerbare Energie zur Verfügung steht, also auch weniger Strom ins Netz kommt. Die Lösung sind Speicher, große Batteriespeicher, die zu sehr sonnigen und windigen Zeiten die Energie aufnehmen und dann wieder abgeben, wenn sie benötigt wird. Das ist ein Unternehmen, die entwickeln eine Batterie, die ist inspiriert von der Natur. Und wie das jetzt mit der Batterie genau funktioniert, erfahre ich hier im Labor von Nastaran. Du bist die CTO, also die Technikchefin hier im Haus. Wie kommt man auf die Idee, so eine Naturbatterie zu bauen? Die Natur entkoppelt unter anderem den Prozess von Energiespeicherung und Energietransport. Und das haben wir hier auch versucht zu machen. Jetzt musst du mir aber mal erklären, wie funktioniert denn so eine Naturbatterie? Das Prinzip der Natur, die zum Beispiel den Day-and-Night-Shift vor Millionen von Jahren schon gelöst hat. Was ist denn jetzt Day-and-Night-Shift? Wenn wir jetzt uns Pflanzen angucken, die nehmen ihre Energie tagsüber auf mit Sonnenlicht, aber sie brauchen ja auch in der Nacht Energie, um zu überleben. Und sie können sich auch den Gezeiten anpassen. Und das ist der Day-and-Night-Shift in der Natur. Bei uns zum Beispiel PV-Anlagen. Die können Energie aufnehmen, wenn die Sonne scheint. Wir verbrauchen sehr viel Energie abends. Wie funktioniert eure Batterie? Wir speichern die Energie in Feststoffen. So sehen die zum Beispiel aus. Das sieht aus wie klein gemahlene Kohle. Das sind so kleine Kugeln, Granulat ist das. Da drin speichern wir die Energie, da ist ein Aktivmaterial drin. Irgendwie muss die Energie ja von der Elektrode in das Speichermaterial, verwenden wir eine Flüssigkeit. Die ist natürlich top secret. Da ist auf jeden Fall Wasser drin, sehr viel Wasser. Aber die Substanz, die es am Ende ausmacht, die ist natürlich geheim. Wie ist denn das jetzt mit der Batterie? Kann ich die jetzt einfach nachladen oder ist das wie beim Handy, dass ich nach einem Jahr nur noch 50% Akkuleistung habe? Wenn wir jetzt an einen großen Energiespeicher denken, sind da Tausende von Modulen für Hunderte von Megawattstunden. Und wir haben in diesen Paletten die Möglichkeit, einzelne Komponenten auch zu warten oder gegebenenfalls auszutauschen. Ich kann die einfach rausnehmen, ersetzen und eine neue wieder reinbauen. Genau. Du nimmst eine raus, wartest sie und baust sie wieder ein. Die anderen Tausende von Modulen laufen weiter. Das heißt, es ist eine hohe Verfügbarkeit für den gesamten Energiespeicher gegeben. Wie sicher sind denn jetzt diese Batterien? Wir nutzen wässrige Elektrolyte, also die Flüssigkeit ist wässrig. Damit ist sie nicht brennbar, nicht entflammbar. Und der Rest ist im Wesentlichen Kunststoffe. Das heißt, wir verzichten komplett auf seltene Materialien oder auf Konfliktmaterialien und verwenden nur breit verfügbare Materialien. Jetzt bin ich in der Produktion, wo diese Batterien hergestellt werden. Und bei mir ist Markus, du bist ja schon ewig im Unternehmen. Wo und wie werden denn die Batterien eingesetzt? Wir haben im Prinzip 3 große Anwendungsfelder, 3 Kundengruppen. Front of the Meter bedeutet, das sind große Batterien, die vor dem Stromzähler im Netz eingesetzt werden. Die haben Hunderte von Megawattstunden und dienen dazu, Netzengpässe zu vermeiden, große Mengen an erneuerbarem Strom ins Netz zu integrieren. Wichtige Anwendung. Dann gibt es die Behind-the-Meter-Anwendungen. Das sind Batterien, die quasi von Industriebetrieben oder auch von großen, zum Beispiel Wohnanlagen eingesetzt werden können, um Lastspitzen und Verbrauchsspitzen zu glätten. Das heißt, der richtig teure Strom wird aus der Batterie bedient. Dadurch können die Netzentgeltkosten einfach sich ersparen. Die KI-Revolution ist gerade im Gange. Rechenzentren werden in großem Maße aufgebaut. Gerade in den USA spricht man heute von Rechenzentren, die 1 Gigawatt Leistung verbrauchen. Und entweder baut man dort ein Atomkraftwerk nebendran oder die für uns viel sinnvollere Methode, man hat ein großes PV-Feld mit viel Solarenergie und baut eine große Batterie daneben. Was macht die Maschine jetzt? Die Maschine, die baut jetzt unseren Stack zusammen. Es ist quasi die Elektrode, die unsere Batterie mit dem Netz verbindet. Sie ist die Elektrode und die Membrane, die werden immer abwechselnd aufeinander geschichtet. Immer Elektrode, Membran, Elektrode, Membran. Und zwischen der Elektrode und der Membran fließt dann die Flüssigkeit. Beim Entladen der Batterie geht es genau umgekehrt. Da wird die Energie aus dem Feststoff an die Flüssigkeit übertragen. Die fließt wieder hier in diesen Block und gibt die Energie an die Elektrode ab. Auf beiden Seiten kommt eine Kupferplatte noch dran und die
verbindet uns dann mit dem Netz. Also so eine Art Blätterteig unter Strom. Es ist Blätterteig unter Strom. Blätterteig hat ja auch viel Energie. Die Industrie nutzt jetzt eure Batterien, um einen Peak auszugleichen. Was passiert denn aktuell, wenn ich einen Stromüberschuss in erneuerbaren Energien habe? Wir haben eine Überproduktion von Solarstrom oder auch von Windstrom. Der muss dann abgeschaltet werden, weil die Netze sonst überlastet werden. Der Witz ist, wir als Verbraucher müssen es trotzdem bezahlen. Deshalb eine wichtige Anwendung von großen Speichern im Netz, den überschüssigen Solarstrom aufnehmen oder Windstrom und ihn dann wieder abzugeben, wenn er gebraucht wird. In welchen Ländern seid ihr denn jetzt schon unterwegs, Markus? Nun, außer Deutschland sind wir in Europa, in Griechenland auch unterwegs. Ein sehr interessanter Markt. Wir haben sehr gute Beziehungen dort auch, werden gefördert von der EU, von der griechischen Regierung, werden dort eine Produktion auch aufbauen für Europa. Der wahrscheinlich wichtigste Markt werden die USA werden. Dort arbeiten wir mit einem sehr innovativen Stromversorger zusammen. Deren Ziel ist es, große Datacenter, also Rechenzentren, in dem sonnenreichen Staat Arizona zu errichten. Da sind natürlich Hyperscaler mit im Boot. Was würdest du dir denn wünschen, dass die Leute in Bezug auf eure Arbeit hier auch verstehen? Und für uns hier, ich glaube für alle Mitarbeiter, ist der Antrieb auch, dass wir die Welt ein bisschen besser machen wollen, als sie jetzt ist. Wir haben alle Kinder und möchten den Planeten einfach in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Dankeschön.